Ich habe gerade 6 Sorten Plätzchen gebacken. In wenigen Minuten, ohne Backofen und sie duften. Und das Beste, ich habe nur einen Teig gemacht, aber daraus richtig viele Varianten gezaubert. Und gebacken habe ich sie in der Heißluftfritteuse. Ja, das geht. Und wie gut das geht, das zeige ich dir jetzt. Denn manchmal will man nicht gleich die ganze Weihnachtsbäckerei starten, nur ein paar Plätzchen zum Kaffee. Genau dafür ist der Airfryer perfekt. Kein Vorheizen, kein Stromfresser, einfach rein damit, fertig. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Für den Grundteig brauchen wir 125 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Backpulver sowie 250 Gramm Mehl. Die zimmerwarme Butter in eine Schüssel geben und verrühren. Zucker beigeben sowie das Ei. Und alles schön schaumig schlagen. Nun gebe ich das Salz dazu, sowie Backpulver und auch das Mehl. Alles zu einem schönen Teig vermischen. Ich mache das zuerst mit einer Kelle. Sobald die Zutaten einigermaßen vermischt sind, nehme ich die Hand zur Hilfe und knete den Teig so zusammen. Du kannst dazu natürlich auch die Küchenmaschine verwenden oder ein Rührgerät. Ich mache das gerne von Hand, dann spüre ich den Teig besser. Zumal bei so kleinen Teigen, da arbeitet die Küchenmaschine manchmal gar nicht so gut. Und außerdem spare ich mir so den Abwasch oder ich habe weniger zum Abwaschen, wenn ich es von Hand mache. Den fertigen Teig teile ich nun in 2 Teile und aromatisiere diese unterschiedlich. Zum einen Teil gebe ich etwas Vanillepaste dazu und knete dies gut in den Teig ein. Du kannst alternativ auch etwas Vanille aus einer Vanilleschote rauskratzen oder aber auch gemahlene Vanille verwenden. Zum zweiten Teig gebe ich etwas Backkakao, den ich ebenfalls einknete. Das gibt nicht nur einen tollen Geschmack, auch die Farbe vom Teig unterscheidet sich damit deutlich vom ersten. Alternativ kannst du auch gemahlene Nüsse, den Abrieb von Zitrusfrüchten oder Gewürze wie zum Beispiel Zimt verwenden, um deine Plätzchen ganz nach deinem Geschmack zu aromatisieren. Wenn es dich interessiert, wie du aus diesem Grundteig 25 verschiedene Plätzchen zubereiten kannst, dann schaust du dir am besten unser beliebtes Weihnachtsplätzchen-Video dazu an. Aus dem Teig forme ich nun kleine, gleichmäßig dicke Rollen. Du kannst sie dünner machen, dann werden auch deine Plätzchen später kleiner, oder du machst sie dicker, dann werden auch deine Plätzchen im Durchmesser größer. Ich nehme nun gehackte Pistazien und wälze meine Rolle darin. Das passt geschmacklich gut zusammen und sieht erst noch toll aus. Bei der zweiten Rolle verwende ich Mohn. Die dritte Rolle lasse ich so, denn diese Plätzchen werde ich nach dem Backen mit Konfitüre füllen. Beim dunklen Teig sehen Kokosflocken klasse aus. Und Kokos und Schokolade sind 2 Aromen, die sehr gut zueinander passen. Bei der zweiten Rolle nehme ich gemahlene Mandeln. Die dritte Rolle lasse ich ebenfalls wieder so. Die Rollen wickle ich nun in Bienenwachstücher oder Klarsichtfolie und gebe sie für 2 Stunden in den Kühlschrank oder für 30 Minuten in den Gefrierschrank, damit sie fest werden und wir sie besser schneiden können. Bis hierhin kannst du übrigens alles gut vorbereiten und dann nur die Menge an Plätzchen zubereiten, die du direkt brauchst. Das heißt, das ist das perfekte Rezept für Ein-Personen-Haushalte oder wenn man die Plätzchen immer frisch zubereiten möchte. Wenn die Plätzchenrollen im Kühlschrank oder Gefrierfach fest geworden sind, Rolle auspacken und mit einem möglichst scharfen Messer in Scheiben schneiden. Die Scheiben sollten möglichst gleich dick sein, meine sind schätzungsweise 5 mm dick. Den Rest der Rolle kann ich in einen Gefrierbeutel oder eine Tupperdose geben zum Einfrieren. So kannst du diese bei Bedarf einzeln aus dem Gefrierschrank nehmen und ganz schnell eine Portion leckere Plätzchen backen.
Du kannst die Plätzchen natürlich im Backofen zubereiten, aber ich backe heute wirklich nur eine kleine Portion für Ina und mich, nicht mal ein Backblech voll. Und dafür extra den Backofen vorzuheizen, das braucht halt schon relativ viel Energie. Warum also nicht den Airfryer verwenden? Das geht schneller, wir müssen nicht vorheizen, sparen erst noch Strom und damit Energiekosten. Ich lege die Plätzchen direkt auf die Röstplatte des Airfryers. Du kannst, wenn du möchtest, diese auch mit wenig Öl besprühen oder Backpapier verwenden. Da die Plätzchen alle etwa gleich groß und dick sind, kann ich gut verschiedene Varianten zusammenbacken. Ich lasse zwischen den Plätzchen etwas Abstand, damit die Luft gut zirkulieren kann. Wenn deine Heißluftfritteuse 2 Körbe hat, wie unsere, dann kannst du auch direkt die doppelte Menge auf einmal zubereiten. Im Backofen rechne ich jeweils mit 180 Grad und 10 Minuten für die Plätzchen. Das heißt, beim Airfryer würde ich 160 Grad und 8 Minuten rechnen, wobei ich so nach 5 Minuten schon mal reinschauen würde. Ich matche die beiden Körbe, dann muss ich Temperatur und Zeit nur einmal einstellen. Und schon geht's los. Ich möchte unseren Cosori Turbo Tower Pro Smart echt nicht mehr missen. Ich weiß, Heißluftfritteusen werden sehr oft für Familien angepriesen und da sehe ich auch total den Bedarf, aber gerade auch für kleine Haushalte, ein Person oder wie bei uns 2 Personen, ist ein Airfryer ein echtes Geschenk. Gerade bei diesen kleinen Portionen nicht immer den Backofen aufheizen zu müssen, spart so viel Zeit und Energie. Egal ob kurz 2 Brötchen aufbacken oder ein ganzes 3-Gänge-Menü zaubern, das geht hier drin. Spart Zeit, Energie, damit auch Geld und auch der Abwasch geht sehr einfach. Da punktet unser Gerät nochmals extra, denn die Körbe sind Keramik und nicht Teflon beschichtet. Das macht die Reinigung nochmals einfacher. Außerdem ist die Keramikbeschichtung langlebiger und ich liebe wertige, langlebige Produkte und dieses Gerät gehört definitiv in diese Kategorie. Den Link zum Cosori Turbo Tower Pro Smart findest du unten in der Videobeschreibung. Unsere Weihnachtsplätzchen sind seit 5 Minuten am Backen und da schauen wir mal rein. Ja, die sehen schon sehr gut aus. Ich nehme die direkt schon raus und lasse sie aber noch im Korb etwas abkühlen. Sobald die Plätzchen nicht mehr zu heiß sind, können wir die Plätzchen rausnehmen und auf ein Gitter geben, damit sie vollständig auskühlen können. Die Plätzchen sind witzig geworden, vor allem die Unterseite hat es in sich, denn von der Röstplatte gibt es so Abdrücke teilweise. Hier, dieses Plätzchen hat schon fast was von Dali. Aber für einfache, schnelle Plätzchen finde ich das Resultat perfekt. Zwischen 2 Plätzchen ohne Ummantelung gebe ich nun noch etwas Konfitüre. Ich verwende hier Himbeere, du kannst aber auch Johannisbeere oder Aprikose oder auch einen Schoko-Haselnuss-Aufstrich verwenden. Und so einfach und schnell haben wir in unserer Heißluftfritteuse aus einem Grundteig eine kleine Portion Plätzchen gebacken, aber nicht einfach eine Sorte, sondern direkt 6 verschiedene. Und das Beste, wir haben erst etwa 1/3 vom Teig, also von unseren Plätzchenrollen verbraucht. Das heißt, wir können noch 2-mal so eine Portion backen und das ist dann wirklich sehr fix gemacht. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dass man mit dem Airfryer sehr schnell und einfach Plätzchen backen kann. Klar, das geht auch mit dem Backofen und bei großen Mengen verwende ich persönlich den Backofen, aber bei kleinen Mengen ist bei mir die Heißluftfritteuse erste Wahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Hier findest du weitere Airfryer-Rezepte der Lifehackerin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!